Hallo und herzlich willkommen beim Dein Techniker Kanal. Heute haben wir eine Miele Waschmaschine. Das Problem, das die Maschine hat, dass sie beim Schleudern laut ist und sich wandert, also bewegt sich. Was ist der Fehler, was ist die Lösung, was ist die Ursache, erkläre ich euch gleich. Dein Techniker, alles klar, reparieren wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. So, es gibt ein paar Gründe, warum die Waschmaschinen beim Waschen oder beim Schleudern laut sind. Erstmal beim Waschen, es kann sein, ein fremder Korb in der Trommel ist, Münzestück oder BH-Bügel oder der Heißkörper ist auf seinen Platz gerutscht und schleift an der Trommel. So, wenn Ihre Waschmaschine wandert oder beim Schleudern sehr laut ist, es kann sein, entweder sie Lagerschaden hat oder die Reibungsdämpfer, die Stoßdämpfer sind schon durch. Wie kann ich feststellen, dass Lager kaputt ist? Ich drehe einfach den Trommel und gucke hier. Wenn der Trommel rund dreht und sich nicht eiert, das heißt, die Lager ist in Ordnung, wenn sie keine lauten Geräusche macht. Der zweite Schritt, schiebe meine Hand rein und drücke den Trommel nach unten. Wenn er leicht runter geht, dann sind die Reibungsdämpfer kaputt und müssen getauscht werden. Wie tausche ich das? Ich zeige Ihnen gleich. Um das Teil zu tauschen, ich brauche neue Dämpfer, einen Spachtel, Phasenpuffer, T30, Steckschlüssel 13, die Verlängerung und T20. So, erster Schritt, die Abdeckung Leiste unten abnehmen, mit dem Spachtel einfach rechts, links, an der Seite und diese Schraube und die beiden müssen erstmal weg. So, die 4 Schrauben sind jetzt ab. Die waren unten, das ist vor der Türschluss. Jetzt nehme ich den Spannring ab, brauche ich den Phasenpuffer. Hier und einfach abziehen. Jetzt brauche ich den T30, um die große Schraube abzunehmen. Ich schiebe meinen Fuß unter der Kante und nehme ich ab. Und nicht vergessen, immer das Gerät von dem Strom trennen, bevor Sie das Gerät auseinandernehmen. Also nehmen die Stück ab. So, dann nehme ich nach vorne und kleiner Abschluss. So, Deckel ist ab. Oder vorne. Und da ist die Waschmaschine von innen. So. Das ist eine. Und der andere ist da. So. Die Schraube muss ab. Die Schraube muss ab. Die Schraube muss ab. Und die muss ab. Ich nehme einen Dämpfer nach der anderen ab.
Also da habe ich den alten genommen. Da merkt man schon, keine Kraft mehr. Und da ist die neue. Da braucht man richtig Kraft. So. Wieder in Stand. Die schwarze Seite nach unten. Und jetzt wieder die Schraube festdrehen. Von der anderen Seite. Ein bisschen hier. Den Rest kann ich mit der Hand halten. Ich möchte hinweisen, wenn ihr den abnehmt, verwechseln bitte nicht diese Schraube mit den. Das ist der Motorbefestigung und das ist für den Dämpfer, ne? Immer den. So. An dieser Seite ist es ein bisschen schwierig, weil es kaum Platz. So. Tut. Jetzt kommt die neue. So. Ich weiß nicht, ob ihr was sieht. Der muss da. Und jetzt die Schraube rein. Von hinten. Zack. Hier ist die Mutter oder der Vater. Einfach klemmen. Und den Rest mit den Schlüsseln.
muss man die Dämpfer tauschen. Nicht nur wegen, dass die Maschine sich immer wendet, sondern wenn die Dämpfer durch sind beim Schleudern. Hier ist der Motor, steht unter der Trommel. Beim Schleudern springt der Trommel immer nach oben und unten, und wenn die Dämpfer durch sind, der Motor schlägt auf den Boden, da sieht man schon, ne? Diese Markierung, und kriegt immer Schlag auf den Kopf, macht Kurzschluss, wie der Motor geht kaputt oder die Leistung Elektronik. Motor ist teuer, Elektronik ist teuer, aber die Dämpfer sind nicht teuer und nicht schwer zu tauschen. Jetzt baue ich die Maschine wieder zusammen. So, jetzt zusammenbauen. Die Klappe aufmachen. Die Tuchverriegelung immer, der muss da sein. So. Ist weg. Nach oben, Fuß runter. Und die große Schraube ist hier 30. Aber nicht ganz fest. Jetzt die 2 Schrauben rechts und links. Die Schraube von der Tuchschluss. Und jetzt kann ich die große Schraube, diese 30, richtig festmachen. Die Dichtung von der Bullauge, der muss unter dieser Kante sein. Das ist der Spannring. Und mit dem Faserbrucher wieder anziehen. Und am Ende so reiben, damit er instand sitzt. Nächster Schritt, die Fußleiste. Das war. Bis zum nächsten Mal. Dein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn. Ein Techniker, alles klar, reparieren, wunderbar. Schritt für Schritt, wir kriegen's hin, mit Technik, Know-how und Sinn.